Hör auf, ich bring dich um. Heute bauen wir nämlich eine Fotokutsche sozusagen. Also wir bauen ein Fotoapparillo. Wie heißt das Ding denn? Fotobox. Komm mal hier dazu. Christian, Marvin. Das ist das Team für heute. Und gleich kommt noch Daniel. Daniel ist für die Technik zuständig. Der Typ kann uns hoffentlich sagen, wie groß alles werden soll. Wir haben diese Kutsche gekauft. Guck mal, die hat hier vorne so eine Aufnahme für zum Beispiel, kannst du einen Trecker hängen, hier. Oder kannst natürlich auch ein Ponygespann dran machen. Also wenn dein Pony eine Anhängerkupplung hat. Und dann reiten wir nämlich als erstes zum Teil. Das ist ein Festival und da steht das Ding dann. So, die Idee. Dann könnt ihr immer vorbeikommen auf Festivals und in unsere Fotobox Bilder machen. Und das müssen wir jetzt heute umbauen. Hier wird nachher irgendwie so die Box. Aber hier müssen 2, 3 Leute reinpassen. Hier hinten kommt die Klappe rein. Also Step 1, unabhängig von dem, was wir machen wollen, ist einmal das Schmoddelholz hier runter. Na super, gebrochen. Lass mal das machen, wie findest du das? Wir schweißen den hier ab. Wir schweißen den hier ab, Alter. So wie Franzi gestern meinte, dass wir noch ein Regal anbohren will. Super. Das ist jetzt die Version für Erwachsene, weil bei Kindern ist ja immer... Der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist immer die Regeling um die Sachen, die man hat. Also das zum Beispiel ist jetzt halt eine erwachsene Kutsche. Bei Kindern ist immer so eine Art Rand, wie bei Betten oder Leitern. So, jetzt müssen die noch raus. Das ist aber mal so. Das ist jetzt das Chassis, ne? Das sieht so aus, als wenn wir das abmachen müssten. Lass doch hier abflexen da. Also hier und da und da und da. Machen wir das ganze Rückgestell neu. Ist die Frage, ob es muss, ne? Ich überlege halt gerade, ob wir, also wenn wir das jetzt verstärken, dann hängt trotzdem ja noch alles da drauf, oder? Das hier ist halt durch. Das muss vielleicht neu. Was wir machen können, ist einfach einen neuen Winkel draufschweißen. Komm, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Ich bin Neubau, du bist verstärken. Okay, eine Runde? Ja. Verstärken. Das ist ein bisschen dünn vielleicht, aber das andere wäre dann so schwer und dann können wir es so schwer bewegen. Das hat man weiter Abstand. Wir haben natürlich jetzt hier vor die Lücke, weil da vorne sind noch so andere Metallteile zwischen und wir würden es jetzt ja da neu auflegen. Man macht immer so ein Metallgestell und damit man nicht 1 Trillion Löcher bohren muss, für jedes einzelne Brett machst du normalerweise dann so eine Art Holzschalung da drauf und von da aus kannst du dann die Querlatten drauf machen oder so. Das geht ja auch. Dann bist du schon, genau, dann kommst du in die Tiefe und dann gleichen wir hier vorne die Lücke aus. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, es könnte cool werden, wenn es fertig ist. Die Frage ist, guck mal, wie groß ich bin. Ja, du bist ja keine Referenz, du bist ja... Relativ groß, da komm mal hier rauf, du bist auch nicht viel kleiner. Ja, das stimmt. Oh. Hä, du bist 5 cm kleiner, ey. Ja gut, aber, ach nee, warte mal, 4 Meter darf man hoch, um auf der Straße zu fahren. Ne? Ist das so? Weiß ich nicht, glaube ich. Aber die Alternative ist, man muss knien. Nee, oder wir machen hier Löcher rein, so wie jetzt. Und dann so wie bei den Flips. Dass die großen Leute sich hier tiefer stellen. Das wäre aber schon geil, eine Klappe für große. Das finde ich sau witzig. Stimmt, das können wir wirklich machen, ja. Du machst halt hier, schneiden wir aus, machen da einfach einen so Querstreben hinter, da steht drauf Klappe für große. Mit dem Scharnier machst du auf und dann kannst du dich reinstellen und dann sind alle, also außer die ganz große. Ich würde auch nur eine reinmachen. Hat er sich geknickt? Hat er sich? Guck mal, ich habe unser ganzes GoPro-Material repariert. Ich habe hier so einen schönen Ständer gebaut jetzt. Kann er jetzt auch ein bisschen schwerer. Das ist wie eine Steadicam. Guck mal, wie sauber der Flug ist. Da passiert gar nichts mehr. Das ist komplett gesichert. Wackelt gar nicht. Oh, guck mal, schon kaputt. So, nachdem Jana mich hier ein bisschen beschmutzt hat, ist Daniel endlich gekommen. Daniel hilft uns, denn Daniel ist der Fotoboxen-Super-Experte. Du hast, also beim Weihnachtsmarkt ist die Fotobox auch von dir gewesen und genau. Die ganze Technik da drin ist von dir. Genau, und du hilfst, das hier einzubauen. Das ist der Plan, ja. Die Frage ist, wie viel Platz wir dafür brauchen. Was wir vorhin schon gesehen haben, also meine Vorstellung war, man geht hinten rein vielleicht. Und dann kommt hier die Kamera rein, weil dann hast du am besten den einfachsten Einstieg. Hier drum machen wir einfach Bretterwand. Und guck mal, was wir hier gefunden haben. Ja, geil wäre, gerade auch schon gesehen. Wenn wir die Technik hier reinbekämen, können wir größer machen, den Kasten. Ne? Jetzt komm, hör auf jetzt. Dass die Flasche leer ist dir klar? Ist sie wirklich leer? 0 Bar. Mann, ey, ja, weil die irgendein Würstchen immer aufgelassen hat, ey. Leuchtet das irgendwo da rot? Ja. Das ist zu heiß. Der hat da auch ein... Ach so, der sagt, mir ist zu warm gerade. Mir ist ein bisschen zu warm. Und dann geht er aus, deswegen läuft er nicht durch. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße noch da vorne fahren.
Weil wir haben keinen, es geht nicht mit der Kabeltrommel, der kann nicht mit der Kabeltrommel. Ich habe es noch nie verstanden. Hier soll das jetzt gehen. Ich bin gespannt. Wie geht es jetzt? Jetzt klappt's, okay? Siehst du? Ah, mein Arsch. Es ist für mich Routinearbeit. Es ist ein normaler Job. Mann, ey. Aber. Das liegt ja eh alles auf. Hier bewegt sich nachher überhaupt nichts mehr. Das ist jetzt nur noch Show hier quasi. Wollt ihr was flexen? Noch davon 4 2-Meter-Stücke. So, jetzt machen wir den Aufbau hier. Das machen wir hier vorne mit an der Hauptkabine fest. Und dann können wir hier, das sind so ganz komische Stücke, in die Seitenteile nachher reinschrauben. Au! Ja, schon wieder die gleiche Stelle, Alter. Ah! Wir brennen langsam ab. Oh Mann, jetzt funktioniert doch einfach mal eben 1 Minute. Danke. Mann, ey! Ich brauche einfach eine neue. Scheiße, lässt sich hier nicht mehr abknippen. Ah! Oh Mann, ey. Fick dich, ey! Jetzt verbinde dich hier, Mann. Ich muss jetzt halten, so geil. Mann! Ey! Oh! Komm mal hier. Neue Düse. Ich würde sie küssen, aber sie ist wahrscheinlich schon ein bisschen heiß, weil ich sie vorher schon mal kurz ausprobiert habe. Oh, ist das schön. Oh Gott, ist das schön. Ich verbinde alles miteinander. Wir brauchen hinten 2-mal Querverstrebung. Dann kann der nämlich nicht nach da und fängt das Gewicht von da auch noch mal ab. So, andere Seite. So, das ist super. Wie findest du das? Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber schick. Danke. Erstmal sieht das ganz gut aus. Immer wenn man irgendwo eine Querstrebe einbaut, dann sieht das erstmal ein bisschen professionell aus. Kann man ja. Ja. Danke. Wie findest du meinen neuen Ständer? Unglaublich schwer. Unglaublich schwer. Bin noch nicht bei der Hälfte. Au! Da, voll da reingepackt. Kleines bisschen. Kommen wir auch gerade so raus. Willkommen zu Tag 2. Guck mal, wie weit wir sind. Das Gerüst steht. Wir haben hier jetzt nochmal ein Kreuz reingemacht, um so zur Stabilisierung. Und jetzt, wo die Seitenteile drin sind, wackelt eigentlich gar nichts mehr, außer halt alles. Und das kann man ja nicht verhindern. Die Frontverkleidung wird einfach nur ein Vorhang, damit man leicht rein und rauskommt. Ne? Und dann brauchen wir hier vorne einen Kasten drin. Ja genau, vorne kommt ja die Softbox rein, also sprich der Ausbau, der vorne ist. Wir brauchen hier einen Kasten, malen den weiß aus und vorne Milchglas rein. Und dann haben wir Milchglas? Irgendwo bestimmt. Ja, ich glaube, wir haben noch irgendwo dieses Zeug hier von den Dingern. Das ist eigentlich so Plastik von so einer Wicklung für den Motor, damit Elektromagnetismus und alles. Okay, dann können wir jetzt Bretter hierfür zusägen und dann am Ende wird das Ding natürlich noch ausgemalt. Und wir müssen noch ein paar Schnörkel für unsere Cinderella-Kutsche ranbauen. Planlos. Hat das nicht mal gepasst? Wieso ist das so jetzt? Ich habe das ganz genau so gemacht, dass es geht eigentlich. Ach, das Holz. Je nachdem, wie sehr das Holz vorhat, sich zu wehren, habe ich hier verschiedene Intensitätsstufen. Super. Ich schmier gleich wieder ein bisschen was drauf. Ja, das reicht. Es reicht noch nicht. Ja, mach mal hoch. Machen wir irgendwie jetzt eigentlich noch eine Stufe? Die müssen wir gleich auch noch bauen, aber die muss hier eh ran. Das heißt, was man machen könnte, wäre jetzt hier einfach reinflexen, ein Stück Metall draufzusetzen und daran alles zu befestigen. Wieso ist das hier? Warum wehrt sich das so sehr? Ich habe das doch schon alles angeschnitten. Also ich würde hier einfach den Schlitz ein bisschen größer machen und dann Flachstahl durch, festschweißen und dann hier oben auch nochmal festschweißen.
Wenn wir jetzt einen Stopper hier hinten reinmachen würden, ne? Also eigentlich einfach hinten, weiß ich auch noch nicht genau, aber dann halt alles fliegend lassen. Also die Klappe, wenn sie nicht weiter zurück kann, hier dran kannst du ja richtig was aufhängen. Hier, das reißt ja niemals im Leben. Das heißt, wenn der Tritt einfach hier fliegt und wenn sich das nicht mehr bewegen kann, ist es ja fest. Ja gut, da müsste man hier einfach nur so ein Dreieck reinschmeißen, was dann hier unten irgendwo gegendrückt. Ja. So, den machen wir gleich irgendwo ran. Scheiße. So, das hält richtig viel. Sieht voll geil aus. Lass mal kurz gucken. Zum Glück haben wir unsere Karosserie hier ein bisschen angedickt mit Material. Sonst könnten wir ja hier nie richtig arbeiten. Schweißen ist jedes Mal aufs Neue ein kleines Wunder. Auch da finde ich die Referenz mit zum Beispiel Kindergeburten sehr vergleichbar und gerechtfertigt. Ich glaube ungefähr, wenn man eine schöne Schweißnaht gemacht hat, so fühlt sich das an, wenn man Vater geworden ist. Die kommen jetzt hier rangeschweißt und an diese zwei Halterungen mache ich dann hier vorne meinen Winkel und in den Winkel kommt dann mein Holz. Ganz schön aufwendig, aber geht nicht anders. Erstmal nur punkten, Leute. Kann ja auch mal sein, bei mir ist es unwahrscheinlich, aber bei euch, dass es beim ersten Versuch nicht direkt klappt. So, mal gucken hier so ungefähr, ob das hinhaut hier oder was. Ach, warte mal, ich habe die falsche Seite. Ich habe die falsche Seite genommen. Siehst du, guck, deswegen nehme ich. Es muss hier ganz nach oben gezogen werden, damit die Stufe ganz nach unten kommt. Da! Ich habe einen Stromschlag gekriegt. Ohne Scheiß jetzt. Au. Also es war wie ein kleiner Kniff. Weil hier das nicht zu weit, nicht nah genug aneinander war und weil ich das hier nicht sauber abisoliert habe und so weiter. Vielleicht geht das so. Okay. Mann ey! Das Ding ist hier dran, hält nachher das gesamte Gewicht. Mann, diese Treppe ist nur Scheiße. Ja, ja. Hä? Ich hatte das ziemlich stark an 2 Punkten gefestigt. Ich hätte mal wieder ein wunderschönes Brett zugeschnitten. Naja, aber es hält auf jeden Fall. Boah, Digga. Biegt sich aber schon gut durch, ne? Ist halt viel zu hoch, aber gut. Es sieht auch nur so gut aus wegen Marvins Jolle da, die er darauf geschmissen hat. Ansonsten ist es eine riesengroße Katastrophe. Bist du bereit für richtig krasse Action? Ah, fuck. Hey, hey. Guck mal hier, und dann kommt jetzt hier gleich so ein schöner rustikaler Griff dran. Und dann ist das hier schon fertig mit den Griffen. Guck mal, jetzt gucken wir noch mal kurz, was hier vorne so geht. Wir bauen gerade eine Tür für die Technik, für den Raum, wo die Technik alles rein soll. Sag mal, die da? Geil, die sieht aus wie von so einem Wohnmobil. Ja. Damit man die Karre auf Festivals auch vernünftig erkennt, malen wir die jetzt von außen und am besten auch von innen rosa an, weil es ist ja so. So eine Holzwand, davor hat sich jeder schon mal fotografiert, aber vor so einem oder in einem komplett rosanen Raum vielleicht noch nicht. Und wir wollen hier Anreize für etwas Besonderes schaffen. Für unsere Kunden nur das Beste. Ich lerne gerade, wie es ist, nur eine Hand zu haben. Hier so eine Fusselrolle. Und immer am Rand anfangen natürlich. Ja. Guck mal, spannend, ne? Das hatten wir letztes Mal schon. In irgendeinem anderen Video habe ich gesagt, guckt euch mal an, wie es wäre, wenn wir das nicht schneiden würden. Und dann hat Falk das gemacht und halt dann so einfach nur 1 Minute ohne Schnitte gezeigt, wie das eigentlich ist, wenn man arbeitet. Ich habe es nicht ausgehalten, wir mussten es schneiden. Weil das ja tatsächlich echte harte Arbeit ist hier. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Danke. Jetzt verkleiden wir, also jetzt, da könnt ihr noch mal ganz kurz euch Chips holen. Oder wir schneiden es einfach ab. Wir machen es jetzt ein bisschen rosa von außen, von innen. Vorne noch zu. Dann bereiten wir alles vor, Dach kommt drauf und danach machen wir die letzten paar Handgriffe wieder zusammen. Auf Wiedersehen! Ja, ich bin Vorhang. Das einblenden. Dick, ey! Alter, ich fahre jetzt zum Baumarkt und kaufe eine neue. Das ist hier so ein Scheiß-Moped, Alter. Bei jeder Scheiße wird die fest hier. Oh Mann, es ist komplett im Arsch hier.